Grüß Gott beieinander am Seener Chiemsee. Wir sind hier im Hafen von der Chiemsee Schifffahrt zu Bayern. Ich bin der Klaus und ich zeige euch heute, wie ein Ausflug auf die Chiemsee-Insel ablaufen kann. Als erstes brauchen wir mal ein Ticket für die Schifffahrt. Das gibt es entweder an die Landkassen direkt am Hafen oder gleich auf dem Schiff. Also auf geht's, packen wir's! Jetzt sind wir an Bord der Bertha und auf der Überfahrt zur Herreninsel. Jetzt im Hintergrund seht, haben wir gerade Herbst. Es ist Ende Oktober, was aber kein Problem ist, weil die Schifffahrt ganzjährig fährt. Zurzeit zur vollen Stunde und im Sommer noch viel regelmäßiger, ca. alle 20 Minuten. Die Überfahrt selbst dauert eine Viertelstunde. Also gerade recht, dass man sich ein bisschen umschaut und die schöne Landschaft genießt. Viel Spaß dabei! So, jetzt sind wir auf der Herreninsel. Unser Schiff fährt weiter zur Fraueninsel und wir holen uns erst einmal ein Ticket fürs Schloss. Mit der Inselkarte für die Herreninsel haben wir sowohl Eintritt fürs Königsschloss als auch fürs Augustiner Chorherrenstift mit vielen Galerien und Museen. Das rentiert sich auf alle Fälle. Und wenn es uns dürscht, dann kaufen wir uns erst einmal eine halbe im Schlosshotel. Das Ticket fürs Königsschloss haben wir uns vorne an der Anlegestelle gekauft. Und wenn wir so gemütlich gehen, dauert der Weg zum Königsschloss ungefähr 20 Minuten. Die Herreninsel ist natürlich ein wunderbarer Naturraum. 7 Kilometer Wanderwege gibt es auf der Insel und überall kommt man wieder an schöne Gebäude oder einfach eine wunderbare Natur vorbei. Mit der Inselkarte kriegen wir eine Uhrzeit für unsere Führung. Nachdem wir noch ein bisschen Zeit haben, können wir die warme Herbstzone genießen. Ah ja, und wenn ihr euch den Fußweg sparen wollt, könnt ihr natürlich auch mit der Pferdekutschen von der Anlegestelle zum Königsschloss fahren. Das mit der Uhrzeit für die Führung ist unwahrscheinlich praktisch, weil es dadurch keine Wartezeiten gibt. Unsere Führung geht jetzt in 5 Minuten los und wird ungefähr eine halbe Stunde dauern. Die Schlossführung war wieder einmalig, unsere Führerin ganz hervorragend und ich bin jetzt mal wieder begeistert, wie viel Glanz und Pracht in diesem Königsschloss ist. Das müsst ihr euch aber bitte selber anschauen, das zeigen wir euch jetzt da im Video nicht. An der Stelle sind wir im Schlossgarten, für den müsst ihr euch unbedingt viel Zeit nehmen. Es ist eine wunderbare Blumenpracht, jetzt im Herbst natürlich weniger, aber ich denke, ihr könnt es euch vorstellen, wie es im Sommer ist. Auf dem Weg vom Königsschloss zur Anlegestelle liegt das Augustiner Chorherrenstift. Das ist ein ehemaliges Männerklosterdorf der Herreninsel. Heute beherbergt es Ausstellungen und Galerien und die schauen wir uns jetzt an. Jetzt sind wir am Eingang vom Augustiner Chorherrenstift. Wir können jetzt anschauen die Privaträume vom König Ludwig. Wir können anschauen die Galerie Julius Exter, die Galerie der Chiemsee-Maler. Wir können anschauen die Ausstellung zum Verfassungskonvent und die Privaträume und Prunkräume vom Fürstbischof. Also eine ganze Menge. Das ist die Küche im Augustiner Chorherrenstift. Da herin ist übrigens für den König Ludwig gekocht worden und das Essen dann mit den Kutschen hintergefahren worden ins Schloss, sofern er mal auf der Herreninsel war. Da ist er gesitzt, der Anton Pfeiffer, der Vorsitzende vom Verfassungskonvent 1948 auf der Herreninsel. Da waren die Bundesländer vertreten und haben am Grundgesetz unserer Republik gearbeitet. Eine ganz bärige Dokumentation. Der Fürstbischof hat seine Schuhe natürlich nicht ausziehen müssen, wenn er seine Gäste darin empfangen hat. Das ist sein Repräsentationsraum. 1715 hat er ihn machen lassen und ich denke, er ist ganz prunkvoll geworden. Die Zimmer hat König Ludwig genutzt, wenn er auf der Herreninsel herum war. Er hat ja nicht im Schloss gewohnt, sondern da herin im Augustiner Chorherrenstift.
Normalerweise darf man in den Raum nicht reingehen, man darf nur reinschauen, darum habe ich nach wie vor meine Schuhe aus. Das ist der Gartensaal in der Wohnung vom Fürstbischof, da hat er seine noblen Gäste schlafen lassen. Im Hintergrund kommt schon unser Schiff für die Fahrt zurück auf Bern. Das war jetzt unser kurzer Ausflug auf die Herreninsel. Wenn ihr das selber anschauen wollt, müsst ihr euch natürlich viel mehr Zeit lassen und alles in Ruhe auf euch wirken lassen. Und wenn ihr länger am Kermsee bleiben wollt, dann schaut euch einen Abspann noch an. Da kriegt ihr noch ein paar Tipps zum Übernachten. Jetzt sind wir da. Also, bis bald am Chiemsee.